Willkommen zu The Debate. Hallo zusammen. Wir freuen uns sehr. Willkommen hier auf unserem Kanal Deutsch klingt. Bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis. Genau, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Richtig, abonniert Deutsch klingt. Teilt dieses Video mit euren Freunden aus dem Deutschkurs und schreibt uns später einen Kommentar. Das hilft uns sehr. Also, in unserer heutigen Sendung sprechen wir über ein sehr interessantes Thema. Es geht um Essen und Trinken. Ja, aber nicht um einfache Wörter wie Apfel oder Wasser. Nein, absolut nicht. Wir sprechen über sehr fortgeschrittene deutsche Wörter, Niveau B2 bis C1. Und wir haben eine große Debatte heute. Oh ja, eine sehr wichtige Debatte für jeden Deutschlerner. Weißt du, wenn wir eine neue Sprache lernen, stellen wir uns das oft wie ein perfektes Restaurant vor. Ein sehr teures Restaurant. Mit einer schönen, sauberen Tischdecke. Genau. Wir sitzen an einem Tisch. Auf dem Tisch liegt eine schwere, weiße Tischdecke. Alles ist extrem sauber. Alles hat seinen festen Platz. Das Besteck liegt absolut gerade. Ja, und in unserer Fantasie funktioniert die deutsche Sprache genauso. Jedes Wort hat eine feste, sichere Definition aus dem Wörterbuch. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Aber heute ziehen wir diese weiße Tischdecke einfach weg. Das wird unordentlich. Ja, wir schauen auf die Realität. Das echte Leben ist nicht steril. Es ist laut, es ist emotional und manchmal ist es extrem unordentlich. Naja, da muss ich dir direkt widersprechen. Moment, lass mich kurz meine Position erklären. Bitte, mach das. Meine Position ist ganz klar. Wenn du wirklich in Deutschland ankommen willst, musst du die perfekte Kontrolle aufgeben. Du musst die unordentlichen, emotionalen Wörter lernen. Aber warum? Weil du nur so echte Gefühle zeigst. Nur so baust du echte Freundschaften auf. Alles andere klingt wie ein kalter Roboter. Also ich sehe diese weiße Tischdecke völlig anders. Wie denn? Diese weiße Tischdecke ist kein Gefängnis. Sie ist ein Schutzschild. Sie gibt uns Sicherheit in einer fremden Sprache. Ein Schutzschild? Wovor denn? Vor Fehlern. Wenn wir lernen, extrem präzise und formelle Begriffe zu verwenden, dann schützen wir uns selbst vor Missverständnissen. Aber das ist doch langweilig. Nein, das ist respektvoll. Sprache ist ein Werkzeug. Wenn wir dieses Werkzeug falsch benutzen, wird es gefährlich. Wenn ein Lerner versucht, extrem umgangssprachlich zu sein, dann klingt er natürlich. Nein, dann verletzt er oft Menschen. Er wirkt vielleicht unhöflich. Er blamiert sich vor seinem Chef. Wer präzise spricht, der zeigt Respekt. Klarheit ist der einzige Weg, um sich in einer fremden Kultur sicher zu bewegen. Du sprichst von Gefahr. Du sprichst von einem Minenfeld. Ja, Umgangssprache ist ein Minenfeld für Nicht-Muttersprachler. Aber ich spreche vom ganz normalen Alltag. Lass uns das direkt am menschlichsten Gefühl überhaupt testen. Dem Hunger. Okay, ein gutes Beispiel. Wenn wir in ein Lehrbuch schauen, lernen wir Sätze wie „Ich habe großen Hunger“. Ein perfekter, fehlerfreier Satz. Ja, das ist korrekt. Aber niemand am Küchentisch spricht so. Wenn der Magen wirklich leer ist, brauchen wir ein Wort mit Kraft. Wir brauchen das Wort Kohldampf. Kohldampf? Also das ist wirklich ein sehr spezielles Wort. Es ist ein fantastisches Wort. Ich habe Kohldampf. Das bedeutet, ich habe sehr, sehr starken Hunger. Aber Kohldampf ist ein Begriff, der aus einer völlig anderen Zeit kommt. Das stimmt. Die Geschichte ist alt. Aber das Wort ist heute noch sehr aktiv. Warum sollte ein moderner Mensch in einem Büro in Berlin oder München heute ein Wort benutzen, das historisch von armen Arbeitern auf der Straße benutzt wurde? Weil die Geschichte des Wortes genau die Emotion transportiert. Schau mal, Kohldampf hat absolut nichts mit dem Gemüse Kohl zu tun. Richtig. Viele Lerner denken an das grüne Gemüse. Genau, aber das ist falsch. Es hat auch nichts mit Dampf aus heißem Wasser zu tun. Woher kommt es dann? Wir müssen das ganz einfach erklären. Dieses Wort kommt aus einer alten Sprache, der Sprache der armen Leute. Cola bedeutete dort ganz einfach Hunger. Ah, verstehe. Und dieses Gefühl von einem wirklich schmerzhaften, tiefen Hunger, das spüren wir heute noch. Stell dir folgende Situation vor. Ich höre zu. Du stehst um 6 Uhr morgens auf. Du hast keine Zeit für das Frühstück. Du arbeitest 8 Stunden konzentriert im Büro. Ein harter Tag. Sehr hart. Dann fällt auch noch das Mittagessen aus, du hast so viele Meetings. Wenn du abends um 19 Uhr endlich nach Hause kommst, Dann bin ich sehr müde. ja, dein Kopf tut weh, dein Magen ist komplett leer, dann sagst du nicht höflich, hallo, ich verspüre einen leichten Hunger. Nein,
Wahrscheinlich nicht. Du stehst in der Tür und rufst, ich habe einen riesigen Kohldampf. Du bist fast aggressiv. Du brauchst Energie. Okay, die Emotion verstehe ich. Und genau dieses Wort bereitet die nächste Aktion vor. Das Verb, reinhauen. Reinhauen. Und genau bei solchen Wörtern sehe ich die große Gefahr. Wieso Gefahr? Reinhauen ist super. Es bedeutet mit sehr großem Appetit essen. Du beschreibst eine sehr private Situation zu Hause. Da mag das funktionieren. Aber Sprache findet nicht immer isoliert zu Hause statt. Aber reinhauen funktioniert wunderbar. Es ist ehrlich. Reinhauen bedeutet, man isst nicht langsam mit feinem Besteck. Man isst schnell, man isst viel, man füllt den leeren Körper wieder auf. Ja, aber... Warte. Stell dir vor, du bist bei Freunden zu einer Grillparty eingeladen. Okay. Der Gastgeber hat stundenlang am Grill gestanden. Es gibt fantastisches Fleisch und Salate. Wenn du dann sagst, ich werde jetzt richtig reinhauen, dann ist das größte Kompliment. Ein Kompliment? Ja, du sagst ihm, dein Essen sieht so gut aus, ich werde so viel davon essen, bis ich fast platze. Das zeigt pure Freude am Essen. Also, ich widerspreche dir da komplett. Wirklich? Ja, das ist eine Illusion. Du konstruierst hier eine perfekte Party unter sehr guten Freunden. Aber was passiert, wenn ein Deutschlerner dieses Wort falsch benutzt? Wie meinst du das? Wenn er dort zum Chef sagt, ich werde jetzt richtig reinhauen, dann wirkt er nicht leidenschaftlich. Naja, es ist vielleicht ein bisschen locker. Es ist respektlos, es ist unprofessionell, es zerstört sein Image im Büro. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Nein, deshalb brauchen wir Wörter, die in jeder Situation funktionieren. Wörter, die immer den Respekt wahren. Wenn wir den tiefen Hunger nach einem langen Tag beschreiben wollen, gibt es viel bessere Begriffe. Welche denn? Zum Beispiel den Begriff eine ordentliche Mahlzeit oder noch präziser ein gehaltvolles Essen. Und gehaltvolles Essen. Das klingt, als ob ich im Krankenhaus bin und ein Arzt mir einen Ernährungsplan schreibt. Überhaupt nicht. Doch, das hat überhaupt kein Herz, das ist keine Emotion. Es hat vielleicht kein überschwingliches Herz, aber es hat klare Substanz. Das Adjektiv gehaltvoll kommt von dem Nomen der Gehalt. Und was bedeutet das ganz genau für unsere Zuhörer? Das bedeutet, was ist wirklich in diesem Essen drin? Ein gehaltvolles Essen ist eine Speise, die sehr viele Kalorien hat. Ein Essen, das richtig satt macht. Also viel Energie liefert. Genau. Denk an einen Bauarbeiter, der im November bei kaltem Regen schwere Steine getragen hat. Der hat großen Kohldampf. Er braucht Energie. Er braucht kein kleines Salatblatt mit Croutons. Er braucht etwas, das seinen Körper repariert. Ein gehaltvolles Essen. Also eine schwere, warme Mahlzeit. Richtig. Wenn du im Restaurant sagst, nach diesem Tag brauche ich eine gehaltvolle Mahlzeit, dann versteht der Kellner dich sofort. Er bringt dir einen großen Teller. Ja, okay. Sicherheit. Du willst immer die Kontrolle behalten. Ja, Kontrolle ist wichtig beim Lernen. Aber dieses Verstecken hinter höflichen Wörtern ignoriert einfach die echte physische Realität unseres Lebens. Du redest von Qualität, als wäre Essen nur Mathematik, nur Kalorien und Energie. Essen ist nicht nur Energie. Essen ist Kultur. Eben. Und wenn wir beim Thema Qualität und Kultur sind, dann zeigt die formelle Sprache erst richtig, was sie kann. Lass hören. Wenn wir Respekt vor dem Essen haben, müssen wir präzise benennen können, was wir schmecken. Dafür gibt es den wundervollen Begriff das authentische Gericht. Authentisch. Ein gutes Wort. Pizza aus Neapel. Ganz genau. Das echte Erlebnis. Und um ein authentisches Gericht wirklich zu verstehen, musst du in der Lage sein, die Zutaten zu identifizieren. Du meinst, man muss wissen, was im Essen ist. Ja, dafür haben wir ein tolles Verb. Herausschmecken. Ah, herausschmecken. Im Alltag sagen wir aber oft einfach rausschmecken. Niemand betont das Heraus am Esstisch. Ob herausschmecken oder rausschmecken, die Mechanik ist dieselbe. Das Präfix heraus ist hier faszinierend. Erkläre das bitte ganz einfach. Es bedeutet, wir erkennen durch unseren Geschmackssinn eine einzelne Zutat. Wir extrahieren sie aus einer großen Menge. Hast du ein Beispiel? Stell dir vor, du sitzt in einem extrem guten indischen Restaurant. Oh, ich liebe indisches Essen. Der Koch hat eine Soße gemacht, da sind vielleicht 20 verschiedene Gewürze drin. Wenn du dich konzentrierst,
und die Soße auf deiner Zunge analysierst? Dann schmecke ich etwas Bestimmtes. Genau. Du sagst, ah, da ist Kardamom. Ich kann den Kardamom herausschmecken. Dein Sinn isoliert diese eine Zutat. Das ist tiefer Respekt vor dem Koch. Das ist ein sehr schönes, fast poetisches Bild. Du schließt die Augen, du schmeckst den Kardamom, alles ist friedlich. Es ist respektvoll. Aber weißt du, was oft wirklich passiert, wenn wir essen? Was denn? Wir sitzen nicht immer im indischen Luxusrestaurant. Die physische Realität ist, dass Dinge kaputt gehen. Brot zerfällt, es gibt Müll am Tisch. Das passiert leider. Wenn du dich nur auf die poetische Analyse konzentrierst, hast du keine Wörter für die kleinen Katastrophen des Alltags. Welche Katastrophen? Du brauchst unbedingt das Wort der Krümel und das Verb dazu krümeln. Ein Krümel ist einfach nur ein winziges Stück Brot, das abfällt. Warum ist das so wichtig für einen Deutschlerner auf hohem Niveau? Weil der Krümel eine enorme soziale Macht hat. Eine soziale Macht? Ja, Ein Krümel ist das Resultat davon, dass Brot sehr trocken ist, beim Beißen bricht es und diese kleinen trockenen Stücke fallen nie dorthin, wo sie nicht stören. das stimmt wohl. Sie fallen immer dorthin, wo sie maximalen Schaden anrichten. Lass mich dir ein sehr konkretes Beispiel geben. Ich bin gespannt. Dein guter Freund hat jahrelang Geld gespart. Er kauft sich endlich sein Traumauto. Einen brandneuen, glänzenden Porsche Panamera. Oh, ein sehr teures Auto. Und du darfst heute das erste Mal mitfahren. Ihr sitzt in diesem Auto. Es riecht nach völlig neuem, teurem, schwarzem Leder. Alles ist absolut sauber. Und du hast natürlich Kohldampf. Richtig. Du holst ein französisches Croissant aus deiner Tasche. Oh nein. Im neuen Porsche. Ja, ein Croissant besteht aus extrem dünnen, trockenen Schichten. Du beißt in das Brot. Und in diesem Moment passiert es. Es krümelt. Eine Katastrophe. Hunderte kleiner Krümel regnen aus deinem Mund auf das schwarze Leder. Sie fallen in die Sitze, sie fallen auf den Boden. Das ist in der Tat eine extrem unangenehme Situation für eine Freundschaft. Genau. Du sitzt da, überall sind diese hellen Krümel auf dem schwarzen Leder. Es sieht aus, als hätte eine ganze Familie im Auto gefrühstückt. Sehr peinlich. Wenn du jetzt nicht die richtigen Worte hast, um diese Situation aufzulösen, bist du verloren. Lachen, dich entschuldigen und sagen, oh nein, es tut mir so leid, ich krümele alles voll. Mein Croissant krümelt schrecklich. Naja. Diese unordentlichen Wörter verbinden uns in unseren peinlichen Momenten. Sie sind wichtig. Ich gebe zu, das ist ein sehr anschauliches Bild. Aber siehst du nicht das Problem? Welches Problem? Genau diese Unordnung. Du sprichst von Momenten, in denen Dinge schiefgehen. Wenn Dinge am Esstisch schiefgehen, werden Emotionen sehr schnell negativ. Und? Wenn negative Gefühle ins Spiel kommen, ist die Umgangssprache extrem riskant. Nein. Wenn Dinge wirklich schief gehen, dann reicht deine Präzision einfach nicht aus. Manchmal müssen wir starken Ekel ausdrücken. Ekel? Ja, ein extrem wichtiger Ausdruck dafür ist, jemandem den Appetit verderben. Das ist stark. Ja, wenn der Hummer weg ist, dann ist er nicht einfach verschwunden. Etwas hat ihn aktiv zerstört. Verderben bedeutet, dass etwas schlecht wird, wie alte Milch, die sauer wird. Oder Fleisch, das alt wird. Richtig. Wenn dir etwas den Appetit verdirbt, dann stirbt deine Lust auf Essen in einer Sekunde komplett. Das ist sehr dramatisch formuliert. In welchen Situationen würdest du das verwenden? In Situationen, die wirklich eklig sind. Stell dir vor, du hast ein fantastisches Essen vorbereitet. Du sitzt in der Küche, du willst den ersten Bissen nehmen. Okay. Und plötzlich siehst du an der Wand neben dem Kühlschrank etwas Dunkles. Eine große, fette Kakerlake. Oh, wie damals in der alten Wohnung. Sehr unschön. Genau, sie läuft langsam die Wand hinauf. In diesem Moment passiert etwas in deinem Gehirn. Dein Magen zieht sich zusammen, du schiebst den Teller weg. Man kann nicht mehr essen. Diese Kakerlake hat dir komplett den Appetit verdorben. Genau für solche Gefühle brauchen wir diese Wörter. Oder wir brauchen Humor. Humor ist schwierig. Wir können zum Beispiel sagen, das Essen ist gewöhnungsbedürftig. Halt, warte mal. Gewöhnungsbedürftig ist ein extrem komplexes Wort. Ist das? Ja, wenn wir in das offizielle Wörterbuch schauen, bedeutet es ganz sachlich, dass man Zeit braucht, um sich an etwas anzupassen. Also man muss sich daran gewöhnen. Genau. Die Gewöhnung ist der Prozess. Bedürftig bedeutet, dass dieser Prozess notwendig ist. Es beschreibt zum Beispiel den Moment, wenn jemand das erste Mal Oliven isst. Oliven sind bitter.
Richtig. Ein kleines Kind mag keine Oliven. Aber nach einigen Jahren lernt der Körper diesen Geschmack zu mögen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ein rein biologischer Prozess. Das ist die trockene Theorie aus dem Lexikon. Aber die Praxis in der deutschen Kultur ist völlig anders. Inwiefern? Wir nutzen dieses Wort als Waffe der Ironie. Es ist ein kultureller Code. Oh, Ironie. Deutsche sind oft sehr direkt, aber manchmal sind wir extrem indirekt. Stell dir vor, du bist bei einem Freund. Er hat einen Kuchen gebacken. Ein schönes Geschenk. Aber er hat statt Zucker aus Versehen viel Salz in den Kuchen getan. Der Kuchen schmeckt absolut schrecklich. Du kannst ihn kaum essen. Das ist furchtbar. Wenn du jetzt direkt bist und sagst, dieser Kuchen ist ein Albtraum, dann weint dein Freund. Das wäre sehr unhöflich. Also nutzt du Humor. Du isst ein Stück, du lächelst tapfer und sagst, dieser Kuchen ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und das soll besser sein? Jeder im Raum weiß sofort, das bedeutet, er schmeckt furchtbar. Dieser indirekte Humor ist genial. Und genau hier liegt der gewaltige Fehler in deiner Logik. Fehler. Ja, du forderst von Deutschlernern, dass sie kulturell kodierte Ironie anwenden. Das ist das reinste soziale Gift. Soziales Gift. Jetzt übertreibst du. Nein. Ironie funktioniert nur, wenn beide Personen absolut sicher sind, dass sie dasselbe meinen. Ein Lerner lernt das Wort gewöhnungsbedürftig und denkt, es ist ein höflicher, netter Scherz. Es ist ja auch lustig gemeint. Aber der Gastgeber versteht es nicht so. Der Gastgeber steht 3 Stunden in der Küche, kocht eine komplizierte, teure Mahlzeit, er fragt unsicher, schmeckt es dir? Und der Lerner sagt, es ist gewöhnungsbedürftig. Genau. Der Lerner möchte seinen neuen Wortschatz testen und sagt das lächelnd. Und dann lachen beide. Nein, sie lachen eben nicht. Der Gastgeber hört, dass sein Essen furchtbar ist. Er fühlt sich extrem beleidigt. Die harte Arbeit wird nicht respektiert. Oh. Der Abend ist völlig zerstört. Der Lerner versteht gar nicht, warum die Stimmung plötzlich so eiskalt ist. Naja, das kann passieren. Genau deshalb plädiere ich für klare, hilfreiche, wörtlich gemeinte Ausdrücke. Wir müssen aufhören, den Lernern diese unsicheren Spiele beizubringen. Du willst also nur todernste Wörter? Nein, ich will Wörter, die eine echte, nützliche Funktion haben, ohne jemanden zu beleidigen. Ein perfektes Beispiel ist das Wort der Durstlöscher. Der Durstlöscher. Warum ist das besser? Das ist doch auch nur ein Getränk. Es ist so viel mehr als nur ein Getränk. Es zeigt die Genialität der deutschen Sprache. Wir setzen 2 Wörter zusammen, um die Funktion zu erklären. Erkläre das für unsere Zuhörer. Der Durst ist das Problem, wenn man Wasser braucht. Löschen ist die Aktion, die wir von der Feuerwehr kennen. Die Feuerwehr löscht ein brennendes Haus mit Wasser? Genau, das Feuer wird beendet. Genauso funktioniert ein Durstlöscher im Körper. Stell dir vor, du machst im Hochsommer bei 35 Grad eine Bergwanderung. Da schwitzt man viel. Der Körper verliert Wasser. Der Hals ist extrem trocken, man fühlt sich, als würde man innerlich brennen. In diesem Moment möchte man keine heiße Schokolade. Nein, auf keinen Fall. Man braucht eine Flüssigkeit, die sofort in den Körper geht und das Feuer beendet. Die Apfelschorle, also kaltes Mineralwasser mit Apfelsaft, ist das beste Beispiel. Stimmt, Apfelschorle ist sehr erfrischend. Sie ist der ultimative Durstlöscher. Das Wort ist präzise. Es baut ein klares Bild im Kopf und es ist vollkommen ungefährlich. Genau, keine Ironie. Keine Ironie, die man missverstehen könnte. Und wir haben solche funktionalen Wörter auch für das Essen. Zum Beispiel das Wort das Häppchen. Ein Häppchen. Da sind wir plötzlich bei Verkleinerungsformen. Das klingt aber sehr süß. Richtig, wir haben die Silbe Chin am Ende, aber es ist eine sehr funktionale Verkleinerungsform. Wir hängen das an das Wort der Happen, also ein kleines Stück. Okay, also ein sehr kleines Stück Essen. Ja, aber es signalisiert eine ganz bestimmte soziale Situation. Wenn du auf eine wichtige Geschäftsfeier gehst, gibt es oft kein gehaltvolles Essen. Man sitzt nicht an einem großen Tisch. Genau, die Leute stehen, sie halten ein Glas Wein in einer Hand und sie müssen sich unterhalten. Deshalb gibt es winzige Brote. Ah, mit edlem Lachs oder so. Ja, man kann sie mit einem einzigen Bissen essen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, keine Krümel auf dem Anzug. Sehr praktisch. Wenn der Gastgeber sagt, nehmen Sie sich doch ein Häppchen, dann weißt du sofort, dies ist eine formelle, elegante Umgebung. Das Wort gibt dir Sicherheit über die soziale Norm. Also, ich muss zugeben, deine Erklärung des Häppchens ist wirklich faszinierend. Danke.
Und ich merke, dass wir uns hier an einem sehr interessanten Punkt treffen. Wie meinst du das? Du nutzt diese Verkleinerungsform, chen, um eine formelle Struktur zu schaffen, aber ich kann dir zeigen, dass dieselbe Endung auch absolute Emotion und Nähe transportieren kann. Da bin ich gespannt. Wir nehmen das Wort der Schluck, also wenn man etwas trinkt. Und wir machen daraus das Schlückchen. Ein sehr kleines Getränk. Ja, aber es ist nicht nur ein kleines Getränk, es ist ein soziales Werkzeug für Neugier und Zurückhaltung. Ein Werkzeug? Stell dir vor, du sitzt bei einem Freund, der ein echter Experte für Wein ist. Er holt eine Flasche aus dem Keller, die extrem selten und teuer ist. Okay, eine formelle Situation? Du fühlst dich ein bisschen unsicher. Du willst nicht gierig wirken. Du willst auf keinen Fall reinhauen. Richtig, das wäre respektlos. Wenn er dir das Glas hinhält, sagst du nicht, gib mir einen halben Liter. Du formst Daumen und Zeigefinger zu einem kleinen Spalt und sagst, ich hätte gerne nur ein ganz kleines Schlückchen. Ah, Du signalisierst damit, ich habe großen Respekt vor diesem teuren Getränk, ich möchte nur meine Zunge benetzen. Ich möchte es, wie du sagst, herausschmecken. das ist ein tolles Beispiel. Du nutzt eine umgangssprachliche, fast kindliche Form, um extremen Respekt auszudrücken. Hier verschmelzen unsere beiden Welten völlig. Form und Emotion sind zusammen. Weißt du, das ist eine wirklich bemerkenswerte Beobachtung. Das Schlückchen nutzt die Verniedlichung der Umgangssprache, um eine sehr formelle Höflichkeit auszudrücken. Genau. Wir sehen also, dass die Trennung zwischen strenger Präzision und freier Emotion am Ende nicht immer perfekt ist. Sie fließen ineinander über. Das führt uns langsam zum Abschluss unseres Diskurses heute. Lass uns diesen Tisch, an dem wir heute sitzen, noch einmal kurz betrachten. Gerne. Ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass die Struktur das Wichtigste ist. Wörter wie das gehaltvolle Essen oder der Durstlöscher sind das Fundament. Das Fundament des Hauses. Ja, sie sind die Grammatik des sozialen Verhaltens. Wer diese präzisen Begriffe benutzt, baut Mauern der Sicherheit auf. Er schützt sich vor Missverständnissen. Vor der Gefahr von gewöhnungsbedürftig. Ganz genau. Ohne diese formelle Basis bricht die Kommunikation einfach zusammen. Also das Fundament ist wichtig, da stimme ich dir zu, aber ein Haus, das nur aus einem Fundament besteht, ist kalt und unbewohnbar. Das ist wohl wahr. Die umgangssprachlichen, unordentlichen Wörter, der große Kohldampf, die peinlichen Krümel im Auto oder der drastische Verlust des Appetits durch eine Kakerlake, das sind die Farben an der Wand. Das ist die Musik in diesem Haus. Ein schöner Vergleich. Wenn du Menschen in einer fremden Sprache wirklich nahe kommen willst, dann musst du den Mut haben, dieses perfekte, sterile Restaurant zu verlassen. Du musst die weiße Tischdecke abziehen. Genau. Du musst dich an den Tisch setzen, an dem das echte Leben passiert. Wo Brote krümeln, wo man richtig reinhaut und wo man zusammen lacht. Ich denke, wir beenden diese Sendung heute ohne einen absoluten Gewinner. Das stimmt. Die Wahrheit ist, wer diese Sprache wirklich meistern will, der muss lernen, an beiden Tischen Platz zu nehmen. Absolut. Er muss wissen, wann er den Respekt eines authentischen Gerichts zeigen muss und wann er beim Grillen reinhauen darf. Genau das macht den Reichtum der deutschen Sprache aus. Und nun, am Ende unseres langen Essens, geben wir die Frage an euch weiter. Richtig. Wir wollen von euch hören. Welcher Lerntyp seid ihr? Versteckt ihr euch lieber hinter der perfekten Tischdecke der Präzision oder liebt ihr das Chaos der Umgangssprache? Abonniert unseren Kanal Deutschklings, damit ihr keine unserer tiefen Diskussionen verpasst. Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Wir lesen alle. Und teilt dieses Video mit euren Freunden aus dem Deutschkurs. Das wäre super. Bis wir uns das nächste Mal an diesen Tisch setzen, vergesst nicht, egal ob ihr hungrig seid oder einen riesigen Kohldampf habt, sprecht einfach weiter.